wollen mehrere Flüsse Richtung Kaunertal ableiten über einen Stollen, der nahezu einen Durchmesser hat wie der Brenner Basistunnel. Das ist schon nicht mehr nichts. Die Staumauer wäre 24 Meter hoch. Unser Wunsch an die Tiroler Landesregierung, dieses Projekt in die Müll zu schmeißen. Es ist nicht durchführbar, es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Grüß euch, ich bin der Scheiber Reini. Ich bin ein richtiger Obergurgler, hier geboren, hier aufgewachsen. Meine Leidenschaft ist die Landwirtschaft. Ich bin auch Agrargemeinschaftsobmann von 2 Agrargemeinschaften und wurde vor Jahren schon auserkoren als Sprecher der Agrargemeinschaften im Ötztal bezüglich des Kraftwerks Kaunertal. Ja, darf einmal kurz darauf eingehen, was die DIVAG, sprich die Landesregierung, da bei uns plant, ein Megaprojekt. Also die wollen mehrere Flüsse Richtung Kaunertal ableiten. Was die Gugler Seite betrifft, ist es einmal da oben der Königstalbach, der abgeleitet werden soll, da hinten der Verwaltbach. Und dann wird die Gugler Ache hier hinten im Hintergrund, sieht man schön, da hinten in der Schlucht aufgestaut zur Beruhigung, damit sich die Sedimente absetzen können, damit man eben sauberes Wasser über den Stollen ins Kaunertal ableitet. Die Staumauer, sieht man da hinten schön, wäre 24 Meter hoch, dass es wirklich dann auch jeder sieht. Geplant ist das Ötztaler Wasser über einen Fließwasserstollen 23 Kilometer Richtung Kaunertal abzuleiten über einen Stollen, der nahezu einen Durchmesser hat wie der Brenner Basistunnel. Der muss ja LKW befahrbar sein. Das Geschiebe, was hinter der Staumauer sich ablagert, muss in regelmäßigen Abständen gespült werden. Das kennt man von anderen Kraftwerken. Das heißt, durch die Spülungen gibt es nach der Staumauer Ablagerungen. Und wenn man da jetzt hinten reinschaut, dann ist jetzt hier genau nichts. Und da, wo nichts ist, dann dürfen wir uns also quasi dann einen Baustellenverkehr vorstellen wie bei einem Schotterwerk. Also für uns ist so ein Projekt, die Wasserableitung, schlichtweg nicht akzeptabel und auch nicht akzeptierbar. Und wir sehen auch nicht ein, dass das sogenannte öffentliche Interesse es Recht hat, eine Region zu entwässern. Und ich glaube, es ist auch nicht im öffentlichen Interesse, weil wenn man das den Leuten erklärt, was das für Auswirkungen hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das will. Wir waren ursprünglich ein armes Bauerndorf. Wir sind sehr hochgelegen, wir können gewisse Sachen nicht anbauen. Also bei uns gibt es kein Weizen, keine Kartoffel. Das Einzige, was wir machen können, ist die Viehzucht. Und wir haben da auch nicht sehr viele Möglichkeiten. Darum ist es für uns auch sehr, sehr wichtig, dass der Tourismus da bei uns funktioniert. Am Tourismus hängen eben die Skigebiete, logischerweise. Wir sind hauptsächlich ein Wintersportort. Daran hängt auch Beschneiungsanlagen und dergleichen, wo wir ja auch schon merken, der natürliche Niederschlag wird immer weniger, also die Beschneiungsanlagen werden immer wichtiger. Also das hat massive Auswirkungen für uns Landwirte. Wir merken jetzt schon den Klimawandel. Es verändert sich jährlich, kann man sagen. Einmal ist es die Gletscherschmelze, wo einfach immer weniger Wasser unten im Tal ankommt, weil der Speicher oben immer kleiner wird durch den Klimawandel. Zudem ist einfach die Erwärmung, die wir spüren, man sieht es auch jetzt hier da an den Stellen, es gibt braune Flecken. Also wir müssen jetzt schon anfangen, Felder zu bewässern, was man vor 20 Jahren hat da noch keiner dran gedacht. Wir haben ja Agrargemeinschaftsbeschlüsse gefasst im ganzen Ötztal, wo alle Agrargemeinschaften oder sagen wir die meisten absolut dagegen sind, einstimmige Beschlüsse gefasst haben. Die haben wir auch der Landesregierung schon übergeben und auch der DIVAG. Sie haben das zur Kenntnis genommen, aber wollen es noch nicht ganz einsehen. Aber so viel kann man schon sagen, unsere Meinung hat sich nicht geändert und die wird sich auch nicht ändern.
Unser Wunsch ist ganz klar und auch ganz einfach an die Tiroler Landesregierung, dieses Projekt einfach in die Müll zu schmeißen. Es ist nicht durchführbar, es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Schaut, dass ihr mit den Einheimischen in den Tälern vernünftige Projekte entwickelt, kleine Projekte, nachhaltige Projekte. Das ist unser Wunsch, den wir an die Tiroler Landesregierung stellen, und von dem gehen wir nicht ab.